Samara. Für wenige Wochen die geheime Hauptstadt der Sowjetunion. Riesige Bunker zeugen von der Bedeutung der kleinen Provinzstadt im Zweiten Weltkrieg. Ihre spektakuläre Geschichte hat eine Unterwelt voller Geheimnisse hinterlassen. Regelmäßig geflutet von der nahen Wolga. Der Krieg prägt Samara bis heute. Überall finden sich Erinnerungen an die Errungenschaften der Sowjetunion. ...50 Kilometer entlang der Wolga erstreckt sich die heutige Millionenstadt Samara. Auch nach dem Ende der Sowjetunion ist die Lebensqualität hoch geblieben. Und das ist nicht nur dem Leben am Fluss zu verdanken. Arbeitsplätze mit Zukunftsperspektive machen Samara attraktiv. Die Wolgastadt ist heute die 9. größte Metropole der Russischen Föderation. Der Grund für den Wohlstand: die Entfernung zu Moskau. Etwa 800 Kilometer Luftlinie liegen zwischen der Hauptstadt und der Industriestadt an der Wolga. (1941) wird diese Distanz plötzlich relevant. Ikonen aus der Zeit der UdSSR zieren immer noch Straßen und prominente Plätze. Immer am 9. Mai erinnert sich ganz Russland an den Sieg über Hitler-Deutschland. Samara zelebriert dieses Gedenken intensiv. An den Krieg und an Josef Stalin, den obersten Befehlshaber der Roten Armee. Im Untergrund der Stadt überraschend viele Bauwerke, einige von ihnen noch unerforscht. Eine Stadt unter der Stadt. Aber warum gerade hier, fernab von der Hauptstadt Moskau und jeder Grenzregion? Die unterirdischen Geheimnisse ziehen sogenannte Digger an. Pjotr hat Physik studiert und arbeitet in einem Labor. Doch lieber möchte er erforschen, was unter der Stadt zu finden ist. Das ist ein sehr großer Kommandoposten. Er existiert schon lange, nicht erst seit dem Krieg. Er ist einer der größten Untergrundbauten der Stadt. Es ist relativ schwer, hier reinzukommen, weil er ganz besonders geschützt ist. Der Bau liegt direkt unter einem funktionierenden Militärhospital, durch das er immer noch elektrischen Strom bezieht. Deshalb funktioniert auch das Licht hier unten. Pjotr sucht dieses Mal nach einem geheimen Ausgang zur Wolga. Seine unterirdischen Expeditionen veröffentlicht der 36-Jährige regelmäßig auf Instagram. Das Geheimnisvolle hat mich schon immer angezogen. Diese Untergrundbauten sind vollkommen unbemerkt an oft sehr belebten, öffentlichen Plätzen errichtet worden. Das macht diese Orte doch zu etwas sehr Besonderem, geradezu Magischem, oder? Am Boden des Treppenhauses der Wasserspiegel der Wolga. Steigt er, dringt der Fluss in weite Teile des Bunkers vor. Das scheint der Ruheraum für die Wachmannschaften gewesen zu sein. Wenn sie nicht im Dienst waren, konnten 3 von ihnen hier schlafen. Großartig. Obwohl diese Räume hier regelmäßig überflutet wurden, sind sie trotzdem noch sehr gut erhalten. Nebenan gab es sogar ein kleines Kino. Der Betrieb dieser Bunkeranlage war aufwendig. Das Wolgawasser musste regelmäßig heraus, gewaltige Mengen an Frischluft hineingepumpt werden. Das hier scheint der Filterraum zu sein.
Da wurde die Luft von der Oberfläche angesogen und gereinigt. Diese Filter konnten sogar Giftgas auffangen. Jeder dieser Behälter schaffte allerdings nur 100 Kubikmeter Luft pro Stunde. Deshalb benötigte man eine ganze Menge davon. Каждый вот этот бочонок может очищать 100 кубометров воздуха в час. А их здесь вон сколько. Ein Labyrinth aus technischen Apparaturen. Auffällig in einem abgetrennten Trakt wohnliches Parkett. Nichts für gewöhnliche Soldaten mit groben Stiefeln. Auch die angrenzenden Räume scheinen für hohen Besuch eingerichtet worden zu sein. Die interessantesten Räume sind wohl diese hier. Sie haben einen exklusiven Bodenbelag und ein tolles Badezimmer. Dies war wohl der Wohnbereich für Svetlana Stalina, Stalins Tochter. Für Stalins Tochter hat man offenbar Fliesen besorgt, die es während des Krieges in der UdSSR gar nicht geben durfte. Die Wandfliesen stammen wohl aus Deutschland. Das steht hier jedenfalls auf der Rückseite, allerdings auf Französisch. Hier steht auch noch foreign, also ausländisch. Wo kommen die Sachen her? Der Bunker wurde doch während des Krieges gebaut. Er birgt noch viele Geheimnisse. Erst langsam gibt er sie frei. Warum ein Bunker für Familienangehörige Stalins hier in der Provinz? Der Bunker ist nicht nur bestens ausgestattet, er sieht auch Fluchtwege vor. Pjotr entdeckt schließlich, was er gesucht hat. Es gibt ihn also doch, diesen Notausgang zur Wolga hin. Da das Ufer an dieser Stelle steil abfällt, konnte der ganze Bunker in die Uferböschung hineingebaut werden. Warum dieser ganze Aufwand in einer Stadt, die weit ab von bekannten Fronten oder Grenzen liegt? Anfang des 20. Jahrhunderts ist Samara zu einem Zentrum der Getreideverarbeitung herangewachsen. Unbeeindruckt von Oktoberrevolution und Bürgerkrieg konzentriert man sich auf den Handel. Samara galt bis in die 1920er Jahre als typische sowjetische Provinzstadt. 1920, im Zuge der stalinistischen Industrialisierung, erlebte Samara dann einen sehr großen Aufschwung. Diktator Josef Stalin will die Sowjetunion vom Agrarstaat in eine moderne Industrienation verwandeln. Als geografisch günstig gelegene Provinzhauptstadt wird Samara zu einem Zentrum von Maschinenbau und Metallverarbeitung. Es kam dazu, dass zahlreiche Industriebetriebe in Samara errichtet wurden. Und aufgrund dessen erhielt Samara auch sozusagen den Namen beispielsweise das Chicago des Ostens. Für die vielen Arbeiter werden neue Wohnbezirke erschlossen. 1935 nimmt man der prosperierenden Stadt Samara ihren Namen. In diesem Jahr stirbt der Volkskommissar Valerian Kuibitschew an seiner Alkoholsucht. Er gilt als Verbündeter Stalins. Zu seinen Ehren erhält die Stadt seinen Namen, Kuibitschew. Unter seiner Verantwortung wurde die Zwangskollektivierung der Bauern angeordnet, begleitet von Deportationen und Hungersnöten. Erst 1991 erhält Samara den alten Namen wieder zurück. Was im Boden verborgen liegt, ist das Erbe der Kuibitschew-Epoche. Wie dieser verwaiste Industriekomplex. Eine alte Munitionsfabrik. Heute Brachland, das selbst Pjotr nur mit einem Ortskundigen betritt. Wir müssen den Abstieg genau planen. Das ist eigentlich am wichtigsten.
zu wissen, wie man wieder hinauskommt. Also, wir sind jetzt hier und wollen dorthin. Wir suchen seit vielen Jahren nach einem Tunnel, einem geheimen Gang. Er kam erst im letzten Krieg dazu. Seinen ungefähren Verlauf kann ich auf der Karte markieren. Bislang ist er nur Spekulation, aber er müsste mit den ungefähren Daten eigentlich zu finden sein. Okay, es scheint alles klar zu sein. Lass uns dort hineingehen, bevor es dunkel wird. Schon vor dem Ersten Weltkrieg stand hier eine Munitionsfabrik. Der Boom, den Samara erlebt, zieht die Menschen an. 1939 leben in der Stadt bereits knapp 400.000 Einwohner. Viele finden Arbeit in Fabriken wie dieser. Im Zweiten Weltkrieg wird Samara zu einem Zentrum sowjetischer Rüstungsindustrie. Geh mal da rein. Pjotr kennt die Gefahren des Bauwerks. Um unsichtbar zu bleiben, expandiert die Fabrik vor allem nach unten. Unter dünnen Fußböden entstehen weitere Stockwerke und brechen mit der Zeit ein. Morsche Betondecken, verschüttete Verbindungsgänge. Ein gefährliches Labyrinth. Der Beton ist sehr krümelig, von einer wirklich schlechten Qualität. Das hier ist offensichtlich nicht aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern wurde noch vorher, im Bürgerkrieg, allerdings sehr schlampig gebaut. Pjotr und sein Gefährte finden sich in den Gängen und Kellern zwar gut zurecht, aber den geheimen Notausgang können sie doch nicht finden. Sie müssen aufgeben. Oberhalb der unlösbaren Geheimnisse bereitet sich die Stadt auf den 9. Mai vor. Das Ende des Zweiten Weltkriegs wird in der Regel mit einer Militärparade gefeiert. Doch nicht nur die Soldaten tragen heute Uniform. Kinder verkleiden sich als Rotarmisten und warten wie alle Schaulustigen am Straßenrand auf den Aufmarsch der Streitkräfte. Der Krieg gilt in dieser Stadt als ein historisch und wirtschaftlich positives Ereignis. Im Juni 1941 gibt Hitler den Befehl zum Unternehmen Barbarossa, zum Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion. Ein Vernichtungskrieg, der die Ernährungs- und Rohstoffversorgung des Deutschen Reiches sichern und seine Vormachtstellung garantieren soll. Ohne Schwierigkeiten dringt die Wehrmacht zunächst Richtung Osten vor. Der sowjetischen Hauptstadt droht die militärische Eroberung. Pläne für eine Auslagerung der Regierung in eine Ersatzhauptstadt werden entwickelt. Samara scheint bestens geeignet. Samara wurde als Ersatzhauptstadt für Moskau ausgewählt, weil dort eine geschützte Stelle lag. Samara ist ca. 800 Kilometer südlich von Moskau gelegen, am großen Wolgabogen. Die Wolga ist dort relativ breit, was es im Prinzip unmöglich macht, Samara in einem Überraschungsangriff beispielsweise mit Panzern zu nehmen. Samara sieht damals noch sehr nach Kleinstadt aus. Die traditionelle russisch-dörfliche Bebauung ist eine hervorragende Tarnung gegen ausländische Spione. Militärisch wichtige Bauprojekte werden deshalb weit außerhalb der Stadt realisiert. Wie zum Beispiel Objekt Nummer 15, ein Langwellensender. Pjotr möchte die Anlage noch einmal erkunden. Dazu hat er sich Aljena zur Hilfe geholt. Die junge Frau teilt seine Leidenschaft für Entdeckungen. Als studierte Höhlenforscherin faszinieren sie von Menschen erstellte Untergrundbauten. Durch Satelliten ist die Oberfläche der Erde heute komplett erforscht. Inseln, Berge, Dörfer, Wälder, alles bekannt. Etwas Neues kann man nur noch im Untergrund finden. Schließlich leben wir auf den Ruinen eines Riesenreiches, das uns überall umgibt. Eine Stunde Zugfahrt, dann sind sie am Ziel. Objekt 15 gilt auch als ehemaliger Propagandasender.
Bis 1975 war sein Standort streng geheim. Die alten Schilder verbieten noch den Zugang zum Gelände. Der Langwellensender arbeitete mit elektromagnetischen Impulsen von bis zu 2 Kilometern Wellenlänge. Die USA und Hitlerdeutschland hatten ihre superstarken Radiostationen. Mit ihnen konnte man jeden in Europa erreichen. Ach, überall auf der Welt. Und die Sowjetunion wollte etwas dagegen setzen, um ebenfalls Propaganda zu verbreiten. Also wurde beschlossen, die stärkste Radioanlage zu bauen, um die anderen zu überdecken. Diese hier hatte 1,2 Megawatt. Offiziell diente die Radiostation dazu, weit entfernte Truppenteile zu kommandieren. Doch angeblich soll von hier auch eine große Propagandasendung der Sowjetunion gesendet worden sein. Die Sendemasten sind fort. Doch der Betriebsbunker soll noch gut erhalten sein. Auch hier ein Labyrinth aus Gängen und Sälen, überdeckt von Stahlbeton. Der ist allerdings in bestem Zustand. GPS-Ortung und Handyempfang sind unmöglich. Wer sich hier verirrt, bleibt verschwunden. Das ist ein Schwergewicht unter den Bunkern. Er liegt über 20 Meter unter der Erde und hat eine Grundfläche von 50 mal 60 Metern. Das ist sehr groß. Über allem liegt noch eine 5 Meter dicke Betondecke, die sogar vor einem direkten Bombentreffer schützen soll. Die beiden wollen tief im Innern nach Spuren der Propagandatätigkeit suchen. Es soll irgendwo sogar noch eine Tonkabine geben. Das ist alles sehr gefährlich hier. Es kann Gasaustritte geben, Löcher im Boden. Du musst dich abseilen können und jemanden am Seil retten können. Man kann sich auch ganz einfach verirren. Dann gerät man in Panik und macht dumme Sachen. Es ist Anfang Mai. Draußen sind bereits frühsommerliche Temperaturen. Hier drinnen -5 Grad Celsius. Bis sich die Betondecke erwärmt hat und das Eis schmilzt, wird es noch Wochen dauern. Von diesem Bunker aus strahlte man wohl ab 1943 auch die offiziellen Verlautbarungen ab. Mit Pathos vorgetragen durch Juri Levitan, die Stimme Moskaus. Kam das „Achtung, hier spricht Moskau" von Juri Borissowitsch Levitan aus dieser Sendekabine? Levitan gilt als der wichtigste Radiosprecher der UdSSR. Viele der offiziellen Nachrichten, die er verkündete, kamen vermutlich direkt von Stalin. Die Station soll 1943 in Betrieb genommen worden sein, also am Vorabend der deutschen Kapitulation in Stalingrad. Aus den Lautsprechern kam die Stimme von Juri Levitan. Den Hörern wurde vermittelt, der Sprecher halte in Moskau weiterhin die Stellung. Doch angeblich befand sich Levitan bereits im sicheren Kuibyschew, dem heutigen Samara. Ob das Publikum getäuscht wurde, darüber streiten bis heute die Experten. Hier, das sind noch unzerstörte Radioröhren, 150 Ohm. Und hier ein dicker Kondensator, allerdings ziemlich verschmurgelt. Keine Ahnung, welchen Widerstand der hat. 530 Menschen sollen hier in 2 Schichten rund um die Uhr gearbeitet haben. Objekt Nummer 15 wird in aller Hast errichtet. Für die Fertigstellung eines so gigantischen Bauwerks braucht die Führung in kurzer Zeit sehr viele Arbeitskräfte. Das konnte hier alles nur entstehen, weil Sträflinge eingesetzt wurden. Es waren 6000 Gefangene. Sie haben diese Grube mit bloßen Händen gegraben, im Winter. Sie mussten gefrorene Erde bewegen.
Sie hatten als einziges Hilfsmittel einen mit Dampf betriebenen Bagger. Der Rest musste per Hand erledigt werden. Das waren Kriegszeiten. Da landete man schon hinter Gittern, wenn man mal 20 Minuten zu spät zur Arbeit kam. Als der technische Fortschritt Mitte der 80er Jahre die Umstellung auf Halbleitertechnik erforderlich macht, wird die Anlage abgeschaltet. Ein weiteres Großbauwerk verbirgt sich direkt an der Stadtgrenze. Samara, ein Namenszug mit Sowjetromantik. Gegenüber eine verwitterte Mauer. Dahinter Sperrgebiet. Was aussieht wie eine verlassene Laderampe für Güterzüge, ist der Ausgang eines riesigen Untergrundbauwerks. Die Einrichtung hieß Spezielles Warenhaus Nummer 4. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs lagerten dort ungefähr 3500 Tonnen TNT-Sprengstoff. Aber das TNT musste entfernt werden. Die Luftfeuchtigkeit im Berg machte den Sprengstoff pappig und klebrig. Um die Anlage zu nutzen, legte man Kühlleitungen hinein und machte aus dem Berg einen Kühlschrank mit einer Temperatur von -18 Grad. Nach dem Krieg lagerte man strategisch wichtige Lebensmittel wie Butter ein. 16.000 Tonnen Butter für den Ernstfall. Offiziell ist der Zugang unmöglich. Pjotr sucht deshalb einen alternativen Einstieg. Er weiß sehr genau, worauf er sich einlässt. Die Galerien sind 27 Kilometer lang und sie zweigen vom Eingang her fächerförmig ab. Wer zum ersten Mal hier hereingeht, bekommt meistens Angst. Es ist wie ein Irrgarten, sehr verwirrend. Der unterirdische Riesenkühlschrank befindet sich von hier aus auf der gegenüberliegenden Seite des Berges. Pjotr hofft, am Ende dieser verfallenen Stollengänge auf das unterirdische Lebensmittellager zu stoßen. Die Stollen des alten Bergwerks wurden in den 1930er Jahren gehauen. Die Holzstützen stammen teilweise noch aus dieser Zeit. Solche Holzstapel wurden an Stellen errichtet, an denen die Decke einsturzgefährdet war. Heute haben Schimmelpilze sie in eine morsche Masse verwandelt. Eine Absicherung gibt es hier nicht mehr. Vor einigen Jahren gab es hier eine Tragödie. Es gibt eine Menge sehr trockenes Holz hier. Und eine Gruppe Studenten hat ein Feuer angezündet. Das ist wahnsinnig gefährlich, aber sie haben es trotzdem gemacht. 4 von ihnen sind an Rauchvergiftung gestorben. Dann hat man ein Rettungsteam losgeschickt, unter ihnen auch Höhlenforscher. Von denen sind dann auch 3 erstickt. Insgesamt gab es also 7 Tote. Etwas derart Tragisches ist seitdem aber nicht mehr vorgekommen. Ob seitdem jemand hier unten war, weiß Pjotr nicht. Aber er hofft, dass alle aus dem Riesenlabyrinth wieder lebend herausgekommen sind und er keine Verunglückten findet. Dann entdeckt Pjotr, wonach er gesucht hat. Ein Loch. Gerade groß genug für ihn. Hier ist wohl die beste Möglichkeit, dem Kühlhaus so nahe wie möglich zu kommen. Vielleicht ist das der einzige Weg. Alles andere ist ja so gesichert, weil dort die zivile Notfallreserve gelagert wird. Ich muss mich allerdings ganz schön überwinden, da runterzusteigen. Und dann verschwindet Pjotr in dem Loch. Wenn ihm dort unten etwas zustößt, ist er verloren. Der Kühlschrank im Berg. Dass er überhaupt existiert, können Digger bezeugen, die noch in den 90er Jahren dort waren. Angeblich sind die Gänge im Inneren des Berges bis heute mit dickem Eis überzogen.
Dann kommt der Hobbyforscher endlich zurück. Ну, что я могу сказать? Nein, es gibt keinen Durchgang. Die Höhle geht nicht weit genug. Sie ist verschüttet. Es gibt keine Chance, weiterzukommen. Ну, будем искать. Aber Pjotr hat bereits ein neues Ziel. А еще Es gibt bei uns auch die Legende vom sogenannten Untergrundkreuzer. Das ist ein großes Kommandozentrum der Regierung. Angeblich soll es dort sogar auch einen unterirdischen Flugplatz geben. Ausreichend Platz dafür wäre nur weit im Norden der Stadt, am großen Wolgabogen. Hier soll es auch ein weiteres großes Untergrundbauwerk geben, das nie fertiggestellt wurde. Mitte der 30er Jahre gibt angeblich der damalige Geheimdienstchef Nikolai Beria einen Bunker in Auftrag. Die Anlage ist heute vom Wolgawasser überflutet und eigentlich unzugänglich. Aber nicht für Dmitri Tschiminow. Er ist leidenschaftlicher Taucher und Abenteurer. Ich habe als Kind ziemlich viel Unfug gemacht. Wir haben mit Schleudern herumgeschossen und alles Mögliche angezündet. Aber mein Liebstes war es, in irgendwelche Keller von Ruinen einzusteigen. Mit selbstgebauten Taschenlampen aus alten Flaschen und kurzgeschlossenen Batterien. Einige der Katakomben waren echte Militärbunker. Dmitri geht dorthin, wo es anderen Untergrundforschern zu gefährlich ist. Als ehemaliger Soldat eines Spezialverbandes der russischen Armee ist der Frührentner nicht besonders zimperlich, wenn es um Risiken geht. Wir sind jetzt nahe dem Bunker, den man in Samara als den Bunker von Beria kennt. Die Verliese sind komplett mit Wasser vollgelaufen. Sein Grundriss ist völlig unverständlich, irgendwie wie ein Labyrinth. Lange Korridore, aber es gibt nur 2 Räume. Der Rest sind Betonwände. Von hier aus haben sich Dmitri und seine Freunde Zutritt verschafft. Beinahe hätte sie die Aktion das Leben gekostet. Es sieht so aus, als wären wir erst gestern hier gewesen. Da hängen sogar noch unsere Seile. Die Treppe ist nämlich oft eingebrochen. Dann muss man sich zum nächsten Absatz herunterseilen. Sie sind damals trotzdem hinuntergeklettert. Den Tauchgang haben sie mit der Kamera festgehalten. Er wird dem Ex-Spezialsoldaten ewig in Erinnerung bleiben. Natürlich war das gefährlich. Jeder Tauchgang in einer Höhle ist sehr gefährlich. Man kann bei einem Problem mit der Ausrüstung nicht einfach an die Oberfläche. Selbst wenn man droht, bewusstlos zu werden. Wir tauchten in einen Raum und dachten, wir hätten eine Luftblase über uns. Wir setzten die Masken ab. Aber es war CO2 in diesem Raum. Dann bekamen wir keine Luft mehr, gerieten in Panik. 30 Sekunden reichen, dann ist man tot. Genau das drohte zu passieren. Ich bekam keine Luft mehr und hatte panische Angst. Und schaffte es gerade noch so, aus dem Bunker herauszukommen.
Dass es nur diesen einen Bunker gibt, beunruhigt noch niemanden bei Kriegsbeginn 1941. Auch Moskau gibt sich sorglos, überzeugt von der eigenen militärischen Stärke. Doch bald gilt die Einnahme der Hauptstadt durch die Deutschen als wahrscheinlich. Jede Nacht fallen deutsche Bomben auf Moskau. Während Stalin beispielsweise einmal auf seiner Datscha weilte, gab es einen deutschen Luftangriff. Und bei diesem Luftangriff fiel eine Bombe in der Nähe von Stalins Datscha ab, dass ihm sogar sein persönlicher Leibwächter dann noch ein warmes Teil eines Bombensplitters überreicht. Und das macht natürlich deutlich, in welcher Gefahr sich der oberste Führer der Sowjetunion eigentlich befanden hat und dass man da dringend Abhilfe schaffen musste. Während die sowjetische Verteidigung die deutschen Bomber zwingt, Moskau nur noch aus großer Höhe anzugreifen, werden eilig Pläne für eine Verlegung der Hauptstadt nach Samara, damals noch Kuibyshev, entwickelt. Erstmals einen konkreten Hinweis finden wir am 15. Oktober 1941. Da trifft sich das staatliche Verteidigungskomitee und da wird festgelegt, Moskau ist so bedroht, zahlreiche Einrichtungen müssen evakuiert werden, weil der Feind ja bereits vor den Toren Moskaus steht. Zuerst müssen die ausländischen Diplomaten Moskau verlassen. Falls die sowjetische Hauptstadt fallen sollte, sollen sie keine Zeugen sein. Die Tafeln an den Botschaftsgebäuden in Samara zeigen heute noch, dass die Diplomaten der ausländischen Großmächte tatsächlich einmal ihren Sitz in der Stadt hatten. Mitte Oktober werden Regierungsorgane, Teile der militärischen Verwaltung, Stalins Familie, prominente Künstler sowie das Bolschoi-Theater nach Samara evakuiert. Für sie müssen jetzt innerhalb kürzester Zeit Schutzbauten geschaffen werden. Die Rettung sind die Metrobauer von Moskau. Dann wurden Bauarbeiter dorthin geschickt, ca. 4000 Personen. Die mussten alle eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, dass sie bis zum Ende ihres Lebens über die Tätigkeit, die sie dort ausführen, nicht sprechen werden. Für uns mag das jetzt sozusagen nur ein Papierchen sein, was man da unterschreibt, aber für einen Sowjetbürger war klar, wenn ich gegen diese Schweigepflicht verstoße, dann bedeutet das für mich das Todesurteil. Die nötigen Arbeitsgeräte schafft man umgehend aus Moskau heran. Die Bauarbeiten müssen in größter Geschwindigkeit, aber unter höchster Geheimhaltung geschehen. Bald ist der erste Bunker des Bauprogramms fertig. Objekt Nummer 1. Sein Eingang liegt in einem Wohnhaus. 37 Meter führt die Treppe hinunter. Sogar ein direkter Bombentreffer hätte hier unten kaum Auswirkungen. Die Anlage wird heute als Museum genutzt. Anatoli ist nicht nur der angestellte Wächter, sondern identifiziert sich mit der Anlage und erkennt jedes Detail. Dies hier ist nichts anderes als eine Metroröhre, nur hochkant aufgerichtet. Es sind dieselben vorgefertigten Elemente wie beim U-Bahn-Bau. Dieser Bunker ist noch genau so, wie er in Auftrag gegeben und am 1. November 1942 in Dienst genommen wurde. Nach nur 9 Monaten Bauzeit. Die ganze Zeit über war das Gebäude streng geheim. Erst im Oktober 1990 wurde die Geheimhaltung aufgehoben und der Bunker dem Zivilschutz übergeben. Der Bunker ist mit 200 Quadratmetern relativ klein, denn er ist hauptsächlich für eine einzige Person vorgesehen. Im Wohnbereich dämpfen Teppichboden und Holzvertäfelung die Schritte. Jetzt sind wir im Arbeitsraum des höchsten Kommandanten, dem Chef der UdSSR. Hier arbeitete Genosse Stalin. So mochte er es, schmucklos und schlicht. Das Objekt Nummer 1 ist ein Kommandobunker, allein für Josef Stalin. Die Kopie von dessen Bunkeranlage in Moskau-Ismailowo. Für Stalins Familie wird in Samara ein deutlich luxuriöserer Schutzraum gebaut. Alles war vorbereitet, um von hier aus
aus der Abgeschiedenheit des Wolgastädtchens Samara die Rote Armee zu befehligen. Die Karte im Konferenzraum hat die militärische Lage von damals eingefroren. Das ist die Situation im Oktober 41. Und die sieht ziemlich schlecht aus für Moskau. Es gibt eine Menge blauer Pfeile. Das sind Hitlers Truppen. Und nur ganz wenige rote der Roten Armee. Am 15. Oktober 41 wird Moskau offiziell zur Frontstadt. Gegen die Luftangriffe verbarrikadiert man die Fenster. Die Stadt soll aus der Vogelperspektive unsichtbar sein. Alles geschieht in größter Hast. Damit setzte natürlich in der Stadt selber auch erstmal Panik ein. Zeitzeugen schildern eindrucksvoll, was da passierte. Dass in den Ministerien die Türen offen standen, dass Akten sozusagen auf den Hof geschmissen wurden. Das sah nicht nach Evakuierung, sondern eher nach wilder Flucht aus. Zu diesem Zeitpunkt ist Moskau im Prinzip nicht mehr die Hauptstadt der UdSSR. Nur Josef Stalin kann sich noch nicht zum Umzug entschließen. Treu harren seine engsten Vertrauten mit ihm aus. Den endgültigen Entschluss über den Aufenthaltsort schildert eine Anekdote. Die Entscheidung dafür, dass Stalin dann in Moskau geblieben ist, soll angeblich am Frühstück des 16. Oktober gefallen sein. Im Prinzip hatte sich nochmal das Politbüro versammelt, kurz vor der Abreise. Und dann soll Stalin einfach zu seiner Haushälterin gesagt haben: Wladimir Wladimirowna, sagen Sie doch mal, was mit Moskau geschehen soll. Sollen wir in Moskau bleiben? Und dann sagte seine Haushälterin: Natürlich müssen Sie in Moskau bleiben. Moskau ist das Herz Russlands und dieses Herz darf man nicht aufgeben. Aber auch ohne Stalins Anwesenheit ist das bislang provinzielle Samara im Winter 1941 tatsächlich zweites Zentrum der Sowjetunion. Panzer- und Waffenfabriken werden aus Moskau verlagert und stärken Samaras Metall- und Rüstungsindustrie. Hier glaubt man sich sicher vor den Deutschen. Die Wolgastadt wird so zu einem Wirtschaftsknotenpunkt. Auch die Produktion des sowjetischen Jagdflugzeugs vom Typ Iljushin wird hierher verlagert und bildet die Basis für einen der wichtigsten sowjetischen Standorte der Luft- und Raumfahrtindustrie. Viele Spuren aus dieser Epoche sind bis heute unter der Stadt verborgen. Dimitri will sie entdecken. Sein Bein verlor er bei einem Tauchunfall. Ein Motorboot raste über ihn, als er dicht unter der Wasseroberfläche schwamm. Doch das Unglück hält ihn nicht von seinen risikoreichen Tauchgängen ab. Was ihn immer aufs Neue reizt, sind Anlagen, die als unzugänglich oder zu gefährlich gelten. Genau wie dieses Mal. Jemand hat ihm erzählt, der Bunker unter dem Militärhospital soll einen bislang unentdeckten Zugang haben. Ich fahre jetzt zum Bunker, den wir den Zhukow-Bunker nennen. Er hat einen Unterwasserausgang direkt in die Wolga. Ich checke, wie hoch der Wasserstand und die Sichtweite dort ist. Die Wolga ist Samaras Segen und ihr Fluch zugleich. Zum einen schützt sie die Stadt vor Feinden, zum anderen ist ihre Wassermenge oft unberechenbar. Historische Aufnahmen aus den 1920er Jahren dokumentieren bereits die regelmäßigen Überschwemmungen. Die Einwohner der Stadt leben damit. Dimitri sieht die Fluten als Chance. Am besten ist es nach den Überschwemmungen im Herbst und im Frühjahr. Dann werden eine Menge Metallteile angespült. Metallrümpfe, Anker und Ketten werden im Flussbett sichtbar. Manchmal irgendeine unklare andere Struktur. Ein warmer Trockentauchanzug gehört für Dimitris Einsätze zur Grundausstattung. Der Profitaucher will sich dem sogenannten Zhukow-Bunker unter Wasser nähern. Das Bauwerk gehört zum abgeschotteten Militärgelände. Der Wachschutz dort sieht höchst ungern einen Schwimmer vor der Nase. Doch Dimitri hat Pech.
Die Wolga gibt ihre Geheimnisse heute nicht frei. Er muss umkehren. Es wurde Wasser aus dem Staudamm herausgelassen. Und das hat Schmutz und jede Menge Sediment vom Flussbett aufgewirbelt. Die Sicht unter Wasser ist schlecht und wird immer schlechter. Durch die Strömung verändert sich außerdem die Unterwasserlandschaft ständig. Und das ist gefährlich, weil man die Orientierung verliert. Dazu kommt die Strömung selbst. Ohne Kompass oder Führungskabel kommen wir heute nicht weiter. Der Untergrund von Samara mag voller dunkler Geheimnisse liegen. Die Stadt darüber profitiert von den Schrecken der Vergangenheit. Die meisten Einwohner sehen vor allem das Gute im Zweiten Weltkrieg, der die Entwicklung von Samara geprägt hat. Mit den Panzern, die heute wieder durch die Straßen rollen, feiern sie das siegreiche russische Militär ausgelassener und intensiver als in anderen Städten der ehemaligen Sowjetunion. Wir dürfen nicht vergessen, dass Samara im Verlaufe des Krieges natürlich einen unwahrscheinlichen Aufschwung genommen hatte. Denn Samara entwickelte sich durch die Verlagerung von Betrieben aus Moskau und Kiew zu einem der wichtigsten Luftfahrtzentren der Sowjetunion. Und das wird beispielsweise auch deutlich daran, dass im Herbst 1946 deutsche Spezialisten nach Samara geschafft wurden, die dort dann an verschiedenen Projekten der sowjetischen Flugzeugindustrie gearbeitet haben. Es sind vor allem die Wissenschaftler der Luftfahrt-Heeresversuchsanstalten, die man aus dem sowjetisch besetzten Osten Deutschlands an die Wolga verschleppt. Sie sollen die erste Großrakete der Welt mit Flüssigkeitstriebwerk, die deutsche Aggregat 4 für die UdSSR, weiterentwickeln. Die Aggregat 4, als Vergeltungswaffe bereits auf London verschossen, bildet ab 1945 die Grundlage für den ersten Weltraumflug der Menschheit. 1961 wird der erste Sowjetbürger dank der neuen Technologie für 106 Minuten die Erde umrunden. Seitdem ist die Flugzeug- und Raumfahrtindustrie solider Bestandteil der Wirtschaft von Samara. Ebenso beständig halten sich die Legenden über fantastische unterirdische Bauwerke an Land und in der Wolga. Dem Entdeckungsfieber sind viele erlegen, auch Dimitri. Es gibt eine andere Legende, die sich The Route 66 nennt. Sie verbindet unterirdisch die 3 wichtigsten Bunkeranlagen von Samara. Die würde ich gerne einmal finden. Die Wolga hat viele Bunkeranlagen unzugänglich gemacht. Sie werden wohl noch lange unentdeckt bleiben. Ein Paradies für Abenteurer und Untergrundforscher.